In der Godot Engine 4.5 erhältst du ab dem Development Snapshot 5 die Möglichkeit, eine interaktive Vorschau für die verschiedenen integrierten Übersetzungen deiner Anwendung zu erhalten. Denn das Ganze hat jetzt hier auch im Blogpost zur ersten Beta hier eine schöne Vorschau bekommen über das View-Menü, die Translation Preview, und schaltest du hier unten eine Sprache um, dann ändert sich auch direkt der Text deiner Benutzeroberfläche. Wie integriert man überhaupt Übersetzungen in ein Godot Engine Spiel? Was musst du beachten? Welche Möglichkeiten und Wege hast du? Und wie kann man auch per Code die Sprache der eigenen Anwendung ändern? Ich erkläre dir all das in der heutigen Folge von Godot 4.5 in 10 Minuten erklärt. Ich bin der Truly Most Wanted und du kannst diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und jederzeit gerne Fragen, Feedback und Meinungen in die Kommentare posten. Und jetzt gucken wir uns das Update mal an. Für alle Sprachen, die wir erstellen möchten, müssen wir uns zuerst den Sprachcode aus der Tabelle suchen. Ich verlinke dir diese Website hier in der Videobeschreibung, da kannst du problemlos nachschauen. Und ich gehe für dieses Video extra mal jetzt hier von der englischen Doku für dich auf die deutsche, denn deine erste Aufgabe ist es, in der ersten Tabelle hier unten, und zwar in der Sprachcode-Tabelle, nach den Codes zu suchen für die bestimmte Sprache, die du haben möchtest. Und wir gucken mal hier durch. Wir suchen mal unter anderem das Kürzel für Deutsch. Das ist eigentlich bekannt, es ist DE. DE ist hier das Kürzel für Deutsch. Das ist schon mal der erste Treffer. Dann brauchen wir das Kürzel für Englisch. Englisch würden wir wahrscheinlich unter E verordnen und dann haben wir hier mit EN hier Englisch stehen. Das zweite Kürzel gefunden. Wenn wir jetzt im europäischen Raum bleiben, mit Nachbarland Frankreich unter anderem, wäre es auch noch ganz simpel, Französisch zu haben. Und da gucken wir mal ebenfalls hier nach, das wäre hier das Kürzel FR. Und wenn wir schon dabei sind und wir noch nach Westen gehen, nehmen wir auch noch Spanisch mit in die Auswahl. Jetzt, ich selbst kann Deutsch, ich kann Englisch, in dem Falle auch ein Stück Französisch, aber Spanisch habe ich nie in der Schule gelernt. Auch wenn wir diese Sprache nicht können, da kommen wir gleich drauf zurück, welche Möglichkeiten es gibt, uns da helfen zu lassen. Aber wir merken uns, wir haben 4 Kürzel, DE, EN, FR und ES. Diese 4 Locales oder eben diese 4 Sprachen wollen wir in jedem Falle in unser Spiel integrieren. Das ist der erste wichtige Schritt, das Aufschreiben der Kürzel. Als nächstes können wir schon drüber nachdenken, ob wir für unser Spiel wirklich landspezifisch gehen wollen oder ob wir einfach nur bei Sprachen bleiben möchten. Wenn du mit verschiedenen Sprach-Land-Kombinationen arbeiten möchtest, musst du weiter runterscrollen zur letzten Tabelle auf der Seite und dann kommst du hier auf die Liste der unterstützten Ländercodes. Denn hier haben wir dann alle Länder einmal aufgelistet und wir können mal gucken. Zum Beispiel haben wir hier Deutschland und das ist ja hier DE. Also wenn deine Sprache oder deine Lokalisierung wäre Deutsch für Deutschland, dann machst du DE-DE mit Großbuchstaben hierbei. Das DE vorher war klein, das Land ist immer groß geschrieben. Oder wir haben Deutsch Österreich. Dann müssen wir mal kurz gucken. Österreich müsste bei A zu finden sein, DE-AT. Und dieses Schema baust du dir stückweise auf. Du suchst dir erstmal wirklich die Lokalisierungscodes heraus, die du haben möchtest. Und dann, wenn wir die haben, kommen wir zu Schritt Nummer 2. Im zweiten Schritt gehen wir auf diese Website hier. Auch die verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Und das ist der Import von Übersetzungen. Die Godot Engine braucht nämlich Übersetzungen in einem bestimmten Format, und zwar als CSV-Datei mit UTF-8-Kodierung. CSV-Dateien sind eigentlich nur Schreibweisen für Tabellen. Und du baust dir mit zum Beispiel Excel oder Google Spreadsheet oder LibreOffice unter anderem eine Tabelle auf, die entsprechend folgende Spaltenstruktur hat. In die erste Spalte, in die erste Zeile hier oben, schreibst du das Wort Keys rein. Dann in dieser gleichen Spalte darunter alle Schlüsselwörter, die du übersetzen möchtest. Dann nimmst du in der nächsten Spalte
die Locale Codes, also die Lokalisierungen, die wir rausgesucht haben. In dem Falle hier also EN für Englisch, da hinten dran ES für Spanisch, hier ist JA für Japanisch und immer so weiter. Und dann schreibst du für dieses Schlüsselwort in der jeweiligen Spalte hin, was es für eine Übersetzung sein soll. Wir werden das Ganze jetzt mal selbst machen, am Beispiel Google Spreadsheet einfach eine ganz simple Tabelle aufbauen. Zur Übersetzung von Spielen baue ich mir immer hier dieses folgende Template und das ist wirklich sehr wirkungsvoll. Die erste Zeile in dieser Tabelle hier oben ist genau wie in der Godot-Dokumentation gewünscht. Wir haben einmal das Wort Keys hier stehen und hinten dran die verschiedenen Lokalisierungen. In unserem Falle fürs Beispiel hier Deutsch, Englisch, Französisch und danach hinten dran Spanisch. Dann nehme ich diese 4 Lokalisierungskeys und packe die auch nochmal direkt in die erste Spalte für die Übersetzungen hinein. Denn wenn wir im Spiel anzeigen lassen möchten, was eigentlich DE bedeutet, können wir uns direkt hier auf Deutsch hinschreiben, DE ist Deutsch.de. Oder eben das Wort oder Kürzel EN wäre auf Deutsch gesagt Englisch EN, Französisch FR, Spanisch ES. Damit haben wir diese Info nachher nicht nur im Spiel verfügbar, sondern wir können uns auch direkt hier in unserer eigenen Google-Tabelle merken, welche Sprach-Land-Kombination ist es. Wenn wir das haben, machen wir in der ersten Spalte wirklich weiter. Wir überlegen uns Schlüsselwörter, die wir übersetzen möchten. Welche gibt es da? In Spielen hunderte, gar tausende Wörter, die man dort nutzt. Für dieses Tutorial zum Einstieg nehmen wir mal nur Begriffe, die wir im Hauptmenü eines Spiels finden können. In dem Falle hier Main Menu, was ja auf Deutsch hier das Hauptmenü ist. Dann haben wir Play, das ist Spielen. Wir haben Singleplayer, das ist Einzelspieler. Dann haben wir Koop Multiplayer, das ist Koop Mehrspieler. Wir haben Online Mehrspieler, sowie auch Tutorial, was ja quasi eingedeutscht ist. Hilfe, wir haben das gute alte Handbuch, dann haben wir noch die Optionen, die Mitwirkenden und zum Schluss Spiel verlassen. Das ist die Begriffsliste auf Deutsch für die Keys, die wir hier links haben. Und jetzt können wir diese Basis nutzen und das mit verschiedenen Mitteln und Wegen weiter übersetzen in die anderen Sprachen, die noch oben drin stehen. Apropos Sprachen, direkt eine sehr schöne Erinnerung an der Stelle. Warum habe ich hier zwischen dieser Zeile hier oben für Spanisch und dem ersten Schlüssel eine Leerzeile gemacht? Ganz einfach als Erinnerung. Wenn du eine neue Sprache einfügen möchtest, mal sagen wir Japanisch hier oben, schreiben wir ja JA für Japanisch hier hin. Dann müssen wir ja auch bedenken, okay, JA ist Japanisch, ich gehe wieder ganz nach links, ich füge hier über Zeile 6 eine neue Zeile hinzu, schreibe hier links auch nochmal JA hin für Japanisch und kann mir das dann hier notieren. Und zwar auf Deutsch Japanisch JA, auf Englisch Japanese JA. Und das kann ich so für jede Sprache machen, die wir haben möchten. Wenn wir am Ende fertig sind, dann können wir einfach hier diese Zeile 7 nehmen, per Rechtsklick Delete Row, also Zeile löschen auf Deutsch und das Ganze ist wieder weg. Kommen wir jetzt zur Frage, wie kannst du Texte übersetzen, mit welchen Mitteln und Wegen? Der erste Einfall, den man immer hat, ist, wie wäre es denn mit einem Online-Übersetzer? Und da gibt es viele. Google Translate, das ist nicht unbedingt der beste. Ich persönlich habe da einen Favoriten und zwar DeepL. Wir schnappen uns jetzt mal hier die Begriffe aus der DE-Spalte von Deutsch.de bis hier unten Spiel verlassen. Das sind 16 Stück. Wir sagen Steuerung und C für kopieren und gehen mal auf die Website vom DeepL-Übersetzer und fügen die Sachen hier links per Steuerung V wieder ein. Dann können wir hier die Sprache auswählen, in dem Fall also Deutsch, und hier drüben sagen, das Ganze nach Englisch, Amerikanisch oder Britisch, je nachdem, was wir haben möchten, als Default für eben unser Locale EN. Wir nehmen jetzt mal hier amerikanisches Englisch und kriegen dann hier die englischen Begriffe heraus für unsere deutschen Wörter. Das sieht doch soweit so gut aus. Wenn du bei manchen Wörtern denkst, das könnte man vielleicht sogar noch irgendwie anders nennen, dann hat DeepL eine sehr gute Funktion. Und zwar kannst du hier drauf gehen,
auf die Wörter und du kriegst hier eine Liste von alternativen Wörtern und Wortstämmen, die du nutzen kannst, um das Wort abzuändern. Wenn dann wiederum Französisch oder Spanisch oder auch Japanisch kommen, Fremdsprachen, die du nicht kennst, wird es ein bisschen schwieriger. Aber für so Basic-Sprachen wie Deutsch, Englisch wirklich sehr gut zu empfehlen. Nehmen wir das hier mal in dem Fall mit, von Deutsch bis Exit Game hier unten, Steuerung C fürs Kopieren, zurück in unsere Tabelle hier oben gehen und da können wir hier auf German.de gehen und Steuerung V machen zum Einfügen. Und schon haben wir für unser Spiel eine Deutsch- und Englisch-Übersetzung. Eine Übersetzung, die ich hier sehr interessant finde, ist da unten das Wort Mitwirkenden, was wir eher Mitwirkende nennen sollten, und hier im Englischen Contributors. Das finde ich spannend, weil im Entwicklerkontext nutzt man das Wort sehr gerne. In Spielen würde ich hier eher das Wort Credits erwarten. Die Credits an die Menschen, die das entwickelt haben, die mitgewirkt haben. Aber beides ist nicht verkehrt. Denn wenn wir uns mal jetzt gerade den Godot Engine Beitrag anschauen, zur gerade frisch releaseden Beta 3 Version, jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo ich heute hier am 9.7. aufnehme, dann steht hier oben immer drin, 37 contributors submitted 56 fixes for this release. Also das Wort ist gar nicht mal so verkehrt. Jetzt hätten wir für unser Spiel 2 Sprachen übersetzt. Deutsch und Englisch. Und wir sind uns bei den Worten hier auch sehr sicher. Aber was ist mit Französisch, Spanisch und Japanisch? Du wirst die Sprachen vermutlich selbst nicht beherrschen. Du kannst natürlich einfach jetzt einen Übersetzer nehmen und diese auf gut Glück übersetzen, aber das Pech wird sein, es werden Wörter drin sein, die nicht im allgemeinen Sprachgebrauch drin sind. Es gibt vielleicht bessere Wortwahl oder Sachen, die auch kürzer sind. Denn je nachdem willst du bestimmte Formulierungen in der UI drin haben. Und hier kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz, konkret ChatGPT. Wir markieren hier mal die komplette Tabelle von Quit Game hier unten bis da drüben hin zur Spalte Japanisch und wir machen Steuerung C fürs Kopieren. Und jetzt werden wir ChatGPT die Aufgabe geben, uns Übersetzungen zu generieren. Denn jetzt geben wir ihm den folgenden Prompt. Er soll: Übersetze die folgende Lokalisierungstabelle in die verschiedenen Sprachen in Klammern Locales. Verwende bevorzugt Übersetzungen von DeepL. Solltest du aber bessere Formulierungen online finden, nutze diese. Gebe das Ergebnis in Tabellenform aus. Erkläre danach, welche Formulierungen du gewählt hast und warum. Dann gebe ich ihm hier die Tabelle, mache zuerst 3 Anführungszeichen für einen Codeblock zu beginnen, hau hier alle Spalten und Zeilen der Tabelle rein und mach das hier unten wieder zu. Und danach bei den Tools hier noch Suche im Internet aktivieren und dann geben wir ihm mal Zeit, das auszuführen. Er sucht und dann kommt eine Ergebnistabelle und zwar der folgenden Form. Und hier unten drunter auch Erklärungen für die Formulierungen. Sehr interessant. Aber das mag jetzt sehr trivial wirken, es gibt aber schon hier drin sichtbare Unterschiede. Zum Beispiel habe ich überall geschrieben Koop Multiplayer zusammengeschrieben, ohne Minus. Und im Deutschen habe ich zwischen Koop und Mehrspieler auch keinen Bindestrich gemacht. Das hat das KI hier unter anderem eingefügt. Dann können wir mal gucken, Hauptmenü, Main Menu, Spielen, Play, Singleplayer. Hat er nichts dran geändert. Er hat hier unten auch Credits gelassen. In jedem Falle also für alle Zeilen und Spalten hat er Übersetzungen getroffen und darunter argumentiert, was hier was ist. Wie kriegen wir jetzt die Tabelle in unser Spiel rein? Ganz simpel. Hier oben rechts ist ein Kopieren-Button, da gehen wir drauf. Dann gehen wir ins Spreadsheet und machen einfach mal hier oben links auf Keys, Steuerung V und da haben wir alles. Da haben wir die Übersetzungen für jetzt eben Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Japanisch. Selbst KI macht ja auch Fehler. Denn am Ende des Tages sind all die Daten, die hierher kommen, aus dem Internet irgendwoher gecrawlt. Das ist die Grundlage für alles, was ChatGPT uns liefert. Die Daten waren irgendwo auffindbar und er wurde damit gefüttert. Entsprechend kann natürlich auch Falsches im Netz stehen und deswegen Falsches als Ergebnis herauskommen. Meine persönliche Empfehlung ist, wenn du einen Kollegen, Bekannten
oder wen auch immer hast, zum Beispiel aus Frankreich, aus Spanien oder aus Japan oder Menschen aus deinem Umfeld, die diese Sprachen beherrschen, lass in jedem Fall nochmal drüber lesen, gucken, ob der mit der KI übereinstimmt. Du kannst ja auch gerne den Chat in dem Falle verlinken und dann kriegst du wirklich ein sauberes Ergebnis für das, wie es sein soll. Damit wir jetzt die Übersetzungen in Godot nutzen können, müssen wir diese uns exportieren. Wir geben dem Ganzen hier oben einen passenden Namen, zum Beispiel eben Translations-CSV als Beispiel. Und dann machen wir hier oben links per Datei Download und dann haben wir hier Comma Separated Values eben CSV, genau das, was die Godot Engine will. Das nehmen wir in Anspruch. Der Download ist in diesem Falle hier folgende Datei und die können wir hier mal passend umbenennen. Wir machen hier mal mit F2 oder per Rechtsklick umbenennen hier drauf und fügen mal hinten dran das Ganze weg, dass es nur noch translations.csv heißt und die Datei wollen wir jetzt in unser Godot Engine Projekt integrieren. In der Godot Engine habe ich uns hier folgende Szene gebaut. Wir haben hier ein ganz simples Menü. Wir haben hier oben einmal den Text des Hauptmenüs stehen, dann darunter eben 5 Buttons mit den Texten Play, Manual, Options, Credits, Quit Game und unten einmal das Locale Deutsch eben für die aktuelle Sprache. Und jetzt wollen wir die Übersetzungen mal in die Engine importieren. Wie machen wir das? Translations zählen in der Godot Engine zu den Resources, deswegen werde ich hier unten im Ordner Resources per Rechtsklick einen neuen Unterordner erstellen namens Translations. Da rein packen wir jetzt unsere CSV-Datei per Drag and Drop. Wir nehmen unsere Datei hier und wir ziehen die da unten drauf, lassen los. Und die Godot Engine importiert uns hier jetzt aus der CSV heraus die Übersetzungen für Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch. Wir können auch mal hier in die Konsole gucken und merken, das hat alles geklappt. Hier ist kein Importfehler, nichts dabei gewesen. Die CSV selbst können wir aber mal über die Importeinstellungen uns genauer angucken. Doppelklick darauf geht nicht, aber hier oben über Import können wir hier sehen CSV Translation. Wir können einfach hier auch sagen, behalte die Datei bitte im Projekt bei oder überspring die Datei und sie wird nicht exportiert. Und dann haben wir hier eben den Delimiter. Momentan bei uns sind ja alle Werte durch Komma getrennt. Wir hätten auch Semikolon nutzen können oder Tabs. Zum Überprüfen, ob unsere Translations in der Engine angekommen sind, gehen wir oben links auf Project, dann Project Settings. Wir haben hier den Reiter Localization und hier die Translations. Jetzt müssen wir unsere erzeugten Translation-Dateien hier registrieren. Wir gehen auf Add, dann ist das bei mir der Folder der 5 Translations. Hier unter Resources, Translations und wir müssen diese 5 Dateien hier auswählen. Alle 5 per Shift, Linksklick und wir machen hier Öffnen. Jetzt sind diese Übersetzungen hier in die Engine eingebunden. Wir können auch hier bei dem Remapping unter anderem noch Ressourcen nehmen und auch die auf die verschiedenen Locales umtransformieren. Jetzt, wenn wir die Übersetzungen drin haben, können wir es direkt testen, ohne unser Spiel zu starten. Und dafür können wir hier oben auf den Reiter des 2D-Views gehen, dann machen wir hier den View-Button. Wir haben weiter unten hier Preview Translation und hier stehen jetzt die 5 Stück, die wir gerade eben importiert haben. Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und da unten Japanisch. Und die Übersetzungen sehen wir auch direkt hier mit der Anwendung. Selbst wenn wir jetzt meinetwegen hier auf Deutsch bleiben und wir gehen zurück in unsere Szene und wir ändern den Button Play hier oben von Play zu Single Player, zack. Schon steht hier Einzelspieler drin. Also während wir den String abändern und den Text ändern, wird auch direkt dabei die Übersetzungen aus der CSV und den importierten Translations gefunden. Ziemlich cool, oder? Zum Abschluss schauen wir uns das Ganze noch schnell per Code an, wie du dort mit Lokalisierungen arbeiten kannst. Und das geht ganz simpel. Es gibt in Godot eine große Klasse und das ist der Translation Server. Der kümmert sich um absolut alles, was mit Übersetzungen zu tun hat. Mit setLocale können wir die aktuelle Sprache und Lokalisierung von unserer Anwendung ändern.
Wir geben dort ein Kürzel rein wie DE, EN, FR oder ES und das Ganze wird direkt angewendet. Mit getLocale können wir die aktuelle Sprache wiederum lesen und mit getLocaleName auch dafür einen richtigen Text erhalten. So würde eben DE zu German werden und DE-DE wiederum zu German Germany. Mit der Translate-Methode können wir einen Schlüssel eben mit der aktuell gewählten Sprache übersetzen lassen und wir kriegen dafür das passende Wort, hoffentlich. Mit getLoadedLocales wiederum kriegen wir alle integrierten Sprachen in unserem Projekt. Wir wissen ja, wir haben 5 Ressourcen hier unten gehabt, eben Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, also kriegen wir hier auch 5 Ergebnisse zurück. Und dann haben wir noch das Translation Resource Objekt. Die können wir auch per Code erzeugen und dann eben hier ein Locale setzen, Nachrichten eben Schlüssel und Übersetzung einfügen und am Ende des Ganzen auch in den Translation Server adden über diese Methode hier. Und wenn wir nicht vom Translation Server direkt eine Übersetzung haben möchten, dann können wir es auch vom konkreten Translation Resource Objekt uns geben lassen. Diesen Code hier können wir 1:1 so in C# schreiben, nur dass eben die Buchstaben hier groß geschrieben werden am Anfang jedes Wortes und die Unterstriche entfallen komplett. Das heißt, der Code in C# wäre dieser hier. 1:1 genau das gleiche, nur eben in der Schreibweise von Pascal Case. Und jetzt können wir die aktuelle Szene mal starten und gucken, was in der Konsole ausgegeben wird. Da haben wir DE, das ist unser aktuelles Locale. Das wird übersetzt mit German. Dann vom Code her wird die Anfrage mit Main Menu übersetzt auf Hauptmenü. Dann kommt unser Trennstrich und danach die verschiedenen verfügbaren Übersetzungen in unserer Anwendung hierbei Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Japanisch. Und selbst wenn wir aus der Translation hier unten das abfragen, auch hier kriegen wir den Begriff Hauptmenü zurück. Und das war alles, was du rund um das Thema Übersetzungen in der Godot Engine wissen musst. Ein bisschen strategisches Überlegen, wie man die Sachen aufbaut, dann das Importieren ist sehr, sehr einfach zu einer Datei, das Einstellen der Imports noch weniger aufwendig und am Ende des Tages braucht man wirklich 5 Zeilen Code, die einem helfen, eben Einstellungen zu treffen im laufenden Spiel oder Infos herauszulesen. Also ziemlich coole Sache, oder? Ich hoffe, dieses Video hier hat dir geholfen im Bereich Godot Engine 4.5 und Übersetzungen für deine Spiele erstellen. Lass sehr gerne einen Like da, abonniere auch, wenn du mehr sehen möchtest, schreib mir gerne jede Form von Feedback oder auch Meinungen zu dieser Folge in die Kommentare und ich bin gespannt, wofür du mit der Godot Engine 4.5 Übersetzungen nutzen wirst. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge.